Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Ich habe heute mal wieder ein paar Tutorials für euch eingepackt und zwar dreht sich ums Thema Feuer, wie man schon sehen kann. Da zeige ich euch einfach mal, wie man so ein Feuer macht. Einmal ein etwas leichteres Feuer, eher für Anfänger, und dann einmal eher so ein Profi-Feuer, wo es halt noch viel plastischer aussieht und noch ein bisschen einfach mehr Echtheit. Ist aber auch um einiges schwieriger, deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht einfach splitten und die zwei Sachen unterschiedlich machen. Es bietet sich ja geradezu an. Und ja, man tut sich, glaube ich, am Anfang ein bisschen leichter, wenn man es ein bisschen runtergedampfter macht, quasi ein bisschen anfängerfreundlicher. Es wird, glaube ich, trotzdem schwer genug für euch. Und wenn ihr dann mal ein bisschen geübt habt und da ein bisschen mehr Skill und alles habt, dann könnt ihr nämlich das größere Feuer mal angehen oder ihr probiert es gleich aus, je nachdem wie ambitioniert ihr seid und wie hoch eure Frusttoleranz ist. Na, Spaß beiseite. Dafür habe ich tatsächlich die Farben von der Schminke benutzt, und zwar, die haben mir extra mal die Candies geschickt, gerade für Flammen besonders gut, und kann ich nur sagen, machen deutlichen Unterschied zu den normalen Farben, sind sehr gut. Wo ich die Farben her habe, da habe ich schon ein anderes Video drüber gemacht, das verlinke ich jetzt irgendwo mal hier in der Infobox, wenn ihr da Bock drauf habt, das mal zu sehen, was die mir da alles geschickt haben und was für Farben. Und unter anderem habe ich tatsächlich noch die Total Covers benutzt für das erste Bild. Da werde ich dann aber auch nochmal kurz sagen, wie und wo und warum. Das Ganze, ja, könnt ihr auch mit euren Farben machen, aber hier habt ihr einfach noch ein besseres Endergebnis dafür. Und ja, an für sich brauchen wir gar nicht viele Farben, eigentlich nur einen weißen, schwarzen Hintergrund und gelb und rot. Und am besten auch einen Orangeton, wenn ihr den habt. Wenn ihr den natürlich nicht habt, dann mischt ihr euch den einfach selber. Müsst ihr euch einfach das Mischungsverhältnis zwischen gelb und rot dann merken. Das ergibt natürlich orange. Da könnt ihr aber, wenn ihr mal wissen wollt, was ihr so alles mischen könnt, auch wieder das Farbenvideo von mir anschauen. Da ist auch das mit dem Farbkreis nochmal erklärt und dann könnt ihr nochmal da genauer drauf schauen. Da könnt ihr eigentlich mit den Basic-Farben schon relativ viele Sekundärtöne mischen. Da geht es schon einiges, und gerade im Airbrush-Bereich sowieso mit den Transparenten. Aber es ist jetzt schon wieder viel Gelaber. Ich würde einfach sagen, wir fangen mal mit dem ersten Bild an. Das wird das erste Tutorial, und dann werde ich irgendwann die Tage mal noch das zweite raushauen mit dem etwas aufwendigeren Feuer, und dann würde ich sagen, ab zum Maltisch. So, da sind wir zurück am Maltisch. Und als allererstes werden wir jetzt erstmal den Hintergrund gestalten, die erste Schicht Farbe, und dafür nehme ich eben die Total Cover Farbe in Rot. Das machen wir, warum nehme ich die Total Covers? Weil die halt super alles abcovern, auch auf Schwarz. Und das ist eben die Farbe hier. Und ihr könnt es dann einfach mit einem normalen Rot machen oder mit einem Weiß und dann eben rot einfärben. Hier hatten wir jetzt ein kleines Problem mit der Schärfe, deswegen beschleunigen wir das Ganze mal kurz. Da habe ich schon ein bisschen vorgelegt. Jetzt ist mir aufgefallen und haben wir wieder ein scharfes Bild. Und wie gesagt, jetzt tun wir das eben mal einfärben. Das ist jetzt der Hintergrund der Flamme. Der muss auch gar nicht so scharf sein, sondern eher ein bisschen mit größerem Sprühabstand, damit wir eben so einen schönen smoothen Hintergrund haben. Da werden wir dann quasi immer kleiner reinarbeiten. Deswegen schaut ihr, dass ihr das dann so gestaltet, wie ihr die Flamme nachher ungefähr haben möchtet. Und dann wird das eben einmal ausgemalt. Und wie gesagt, ihr könnt dann ein Deckweiß nehmen und es dann einfärben, oder wenn ihr ein deckendes Rot habt, dann halt gleich mit Rot machen. Oder im Idealfall natürlich mit so einer Total Cover Farbe, die natürlich dann perfekt deckt. Und da werden wir jetzt mal so die Grundzüge der Flamme nachmachen und ja, schauen, dass es halt so relativ deckend ist, damit es einfach nachher einen schöneren Effekt gibt. Und wie gesagt, das Tutorial richtet sich jetzt eigentlich mal an die Anfänger.
so eine Beginner-Flames-Sache. Weil ich finde nachher das größere Bild schon etwas deutlich anstrengender oder halt anspruchsvoller, und dann ist es für den Anfang doch vielleicht einfacher. Und wenn man das dann mal ganz gut kann, dann kann man sich auch gerne mal an das andere rantrauen. Genau, dann malen wir das Ganze jetzt einmal aus, damit wir da eine schöne Fläche zum Arbeiten haben. Es gibt halt verschiedene Techniken, wie man so Flammen machen kann. Die erste Flamme hier, die Beginner- und die Expertenflamme, die ich jetzt hier zeige, sind ein bisschen unterschiedlich, also da nicht wundern. Hier habe ich einfach geguckt, dass es ein bisschen simpler geschaltet wird. Und ja, dann fangen wir jetzt hier mit dem deckenden Hintergrund schon mal an, indem wir jetzt eben mit unserer Freihandschablone anfangen, eben da solche etwas flammenartigen Strukturen reinzubekommen, und wir bewegen uns halt in dem Radius von dem Untergrund. Wir schauen, dass wir den nicht allzu sehr verlassen, aber auch nicht zu sehr nur drinnen arbeiten. Das ist immer so ein bisschen Mix aus verschiedenen, einfach so ein bisschen auch Gefühlssache. Das gehört ja auch immer ein bisschen dazu, dass man so ein bisschen Freihand wie hier ein bisschen arbeitet. Aber im Kern bleiben wir jetzt in dem Hintergrund, in dem erst eingearbeiteten, und werden dann von Schicht zu Schicht immer ein bisschen kleiner und heller. Wir arbeiten jetzt hier von dunkelrot also von dunkel nach hell. Das kann man sich schon mal gleich merken bei den Flammen. Wir gehen von dem dunkelroten eben ins Orangene und vom Orangenen ins Gelbe und von Gelbe dann ein bisschen ins deckende Weiß. Ist dann immer so ein bisschen Spiel. Was ich jetzt persönlich noch vergessen habe bei dem Total Cover, dass die hätte ich perfekterweise nochmal ein bisschen einfärben können mit einem dunkleren Rot, damit es einfach besser aussieht. Das ist schon ein bisschen arg hell. Ist mir im Nachhinein so aufgefallen, ist jetzt nicht gravierend, aber besser, man nimmt doch ein bisschen dunkleres Rot einfach, damit es nachher schöner aussieht. Kommen nachher noch genug andere Schichten, andere Farbe drauf, und dann ist das immer ganz spannend. Genau, und jetzt machen wir einfach mal ein bisschen hier die Flammenstruktur rein.
So, das sieht da schon mal gar nicht schlecht aus. Da sollte man halt einfach mal schauen, dass es ein stimmiges Gesamtbild gibt. Damit das Ganze einfach gut aussieht. Jetzt fangen wir schon mal an, das Ganze einzufärben. Dafür nehmen wir uns ein transparentes Orange. Dann ballern wir das mal nämlich rein. Fokus bleibt diesmal zum Glück ganz. Und ja, genau, checkt ruhig mal da unten, ihr seht meine Webseite aus. Da habe ich auch ein paar Exponate drin, wen das interessiert, etc. Schaut da gerne mal vorbei. Und sowieso immer Däumchen, Abo und Kommentare, das hilft mir immer weiter, also gerne machen. So, aber weiter zum Projekt. Wir färben das Ganze jetzt eben mit dem Orange ein, schauen, dass wir eigentlich auch nur das einfärben, was wir eben vorgelegt haben. Dass wir eben nicht das ganze Rot nachher komplett einfärben, sondern dass wir da so ein bisschen Schicht für Schicht, Layer für Layer einfach hinkriegen, damit es nachher einen besseren Tiefeneffekt hat. Ist hier ein bisschen versimpliziert einfach, damit es ein bisschen einfacher ist für euch Anfänger dann quasi. Ja, aber ich finde, es kann sich durchaus immer noch gut sehen lassen. Und ja, deswegen da einfärben. Und dann gibt es ein schönes Bild. Das ist eben in der ganzen Feuersache immer so eine Schicht, viele Schicht-Sachen. Also da werden immer Schichten auf Schichten gearbeitet, damit es eben einen dreidimensionalen Effekt kriegt. Funktioniert auch besser auf einer Fläche, die nachher quasi versiegelt wird mit Klarlack. Das sieht nochmal deutlich besser aus, wie jetzt auf der Leinwand. Und auch mit dem Firnis kommt es nicht an eine lackierte Fläche ran, da kommen die Farben halt doch nochmal geiler. Das sieht man dann beim zweiten Tutorial mit den Flammen, wenn ich dann die anspruchsvollere mache. Da sieht das doch schon viel krasser aus. Da habe ich auch mit Absicht die glatte Fläche gewählt, um das einfach auch nochmal zu verdeutlichen, wie das dann ausschauen kann. Und genau, da ist mir jetzt eben aufgefallen, dass es doch relativ die Total Cover Farbe doch sehr rot war, deswegen versuche ich jetzt hier nochmal ein bisschen nachzuarbeiten, indem ich die Ränder nochmal ein bisschen abdunkel mit dem dunklen Rot, mit dem transparenten. Also das müsstet ihr gegebenenfalls dann nicht mehr machen, wenn ihr da schon ein bisschen dünkleres genommen habt, oder wie gesagt, da kann man auch nochmal ein bisschen arbeiten. Aber ganz so optimal ist das jetzt nicht. Es wäre besser, wenn man die Grundschicht dann hat und dann darauf weiter aufbaut, ohne dann wieder zu viel hier abzudunkeln. Ist immer so ein bisschen gefährlich, kann dann schnell nicht mehr gut aussehen, deswegen mit Obacht zu genießen. Wir wissen ja, dass die Farben sich nämlich on the fly super auf dem Werkstück natürlich mischen lassen. Ist halt auch die Gefahr, dass es schnell so ein Einheitsbrei wird und man erkennt halt gar nichts mehr. Deswegen am besten dunkel nach hell arbeiten und das Dunkle gleich richtig machen, auch nicht so wie ich mit dem zu hellen. Aber ich finde, dafür ist es immer noch ein gutes Ergebnis, absolut. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, dann färben wir das hier mal weiter ein und schauen wir gleich mal weiter. Wie gesagt, zwischendrin immer ganz gerne trocknen mit der Luft, mit nur Luft. Und damit das Ganze nachher nicht zu nass ist. Und jetzt arbeiten wir eben mit der dritten Schicht über die zweite drüber. Wir schauen auch, dass wir nicht alles exakt nachfahren. Das sollte auch vermieden werden. Wir wollen eben so ein bisschen überlappend arbeiten, damit das eben einen
attraktiveren, dreidimensionaleren Effekt gibt. Ja, man sieht jetzt hier nicht so optimal, weil ich die Belichtung auch relativ hell habe. Ich habe relativ helle Strahler auch, damit ich einfach auch am Abend genug sehe. Aber wir arbeiten jetzt hier über die zweite Schicht und schauen aber, dass wir da auch nicht allzu arg drüber gehen, also nicht so arg weit raus, schon ein bisschen drüber. Schwer zu erklären, aber wir fahren an für sich nicht exakt alles gleich nach, damit es einfach besseres Bild gibt. Hoppala. Also generell, um ein besseres Bild zu bekommen, sollte man eigentlich ein bisschen überlappender arbeiten. Hier meist nicht überall, jetzt einfach auch schwierigkeitshalber bedingt. Nehme ich doch wieder ein paar Spots rein, um das Ganze nicht zu schwer zu gestalten. Und dann fahren wir eben wieder ein bisschen der zweiten Linie nach. Aber auch halt, ihr wisst schon, was ich meine. Setzen somit nachher die nächste Schicht fürs Weiße. Genau. Genau, und wir sehen, dass so eine Freihandschablone einfach wichtig ist für den Job. Da gibt es ja extra welche für Flames. Da könnt ihr sicher welche kaufen oder ihr schneidet euch aus einem dickeren Material einfach selber eine Form aus. Das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt, aber ihr braucht halt wirklich eine Freihandschablone, um diese Innenränder zu kreieren. Und genau, jetzt haben wir das Ganze geschafft. Und jetzt färben wir das Ganze eben mit Gelb ein. Sollten natürlich vorher noch das Rot rausblasen, gell? So, beziehungsweise Orange war es natürlich. Genau, jetzt gehen wir hier ins Gelbe rein. Und jetzt, umso kleiner wir werden, umso mehr ist es wichtiger, dass wir nur noch die Partien ansprühen, die wir weiß vorgelegt haben, um eben nicht so einen farblichen Einheitsbrei rauszumachen, sondern eben das Ganze schöner strahlen zu lassen, damit die Farben schon ein bisschen nach außen hinweg faden, aber nicht zu krass, einfach nur so ein bisschen. Dann geben nämlich die verschiedenen Farben, die Rot, das Orange und das Gelb, eben so eine schöne farbliche Ineinandergreifung, die es nachher das Ganze dann eben nachher so gut aussehen lässt. Und
Da hat man nachher den Effekt eigentlich, den man haben möchte. Wenn man das dann eben zu krass überdeckend macht, dann hat man nachher nur einen Rotton oder einen Orangeton. Und das wollen wir ja auch nicht unbedingt. Sondern wir versuchen natürlich, das schon ein bisschen realistischer zu machen. Wobei, wie gesagt, hier ist es noch ein bisschen simpler gehalten. Einfach damit ihr auch schon was machen könnt, damit ihr was vorzeigen könnt, damit ihr üben könnt, was auch immer. Ich fand es bloß für den Anfang auch immer schwierig, die Flammen richtig gut hinzubekommen. Und das ist schon mal eine ganz gute Alternative. Was wir jetzt hier noch machen, wir gehen so ein bisschen an die Innenränder und hellen das jetzt nochmal so ein bisschen auf, um nochmal so die richtigen Hitzepunkte der Flamme nochmal ein bisschen leuchten zu lassen. Da machen wir wirklich gar nicht mehr viel. Ist da immer so ein bisschen noch Spielerei am Ende, da kann man dann schauen, wie man das will, wie stark man das dann nachher ausprägt. Und ja, da werden wir noch so ein paar Spots jetzt uns raussuchen, das Ganze eben dann noch schön machen. So, und jetzt tun wir das Ganze nochmal ein bisschen einfärben, damit es nochmal ein richtig schönes helles Gelb gibt. Den Effekt nochmal ein bisschen zu erhöhen. Das ist jetzt auf der Leinwand auch ein bisschen schwieriger mit den Farben, weil die Leinwand natürlich relativ viel schluckt. Im Vergleich zu der glatten Fläche ist es farbtechnisch ein bisschen einfacher zum Handeln. Aber so kriegen wir natürlich schon mal so ein bisschen die Hotspots hin. Das ist dann schon, ich glaube, die 3. oder 4. Schicht. Man sieht schon, wie aufwendig das sein kann, indem man einfach mehr und mehr hinzufügt. Und jetzt mache ich noch mal ein bisschen Highlight. Ach nee, hier mache ich noch mal ein bisschen mit dem Rot. Ja, genau. Die Stellen, wo mir nachher doch zu rötlich waren. Ja, mache jetzt noch mal ein bisschen nacharbeiten.
wenn mir das jetzt immer noch nicht so gefallen hat. Auch nicht wundern, jetzt auf dem Foto fehlen, auf dem Bild fehlen natürlich jetzt nachher noch die Krone, der Firnis, und der macht die Farben auch nochmal, den Kontrast zum Schwarz auch nochmal deutlich besser. Aber ich finde, es sieht schon sehr cool aus. Also kann man auf jeden Fall lassen. Es sieht schon mal ziemlich nicht schlecht aus für so ein, sag ich mal, Anfängerflamme. Es ist gar nicht mehr so schwierig, da sowas rauszubasteln, weil man schon so gewohnt ist, sein Ding zu machen. Aber ich habe es halt einfach mal versucht, so einfach wie möglich zu halten für euch. Jetzt machen wir nur noch ganz vereinzelte kleine Mini-Hotspots, die lassen wir dann, glaube ich, auch weiß. Dann nochmal so ein bisschen einen Effekt zu kreieren. Und genau, das zweite Video zeige ich euch dann auch demnächst. Das ist dann eben die aufwendigere Feuerflamme mit einer ein bisschen anderen Technik. Also eine Technik ist fast die gleiche, aber eine andere Herangehensweise. Und ja, aber ich finde, es ist schon, wenn ihr das hinbekommt, da könnt ihr schon mal stolz drauf sein. Das sieht dann doch gar nicht schlecht aus. Und ich hoffe, dass ihr das dann auch so hinbekommt und nicht zu sehr gefrustet seid, wenn es nicht klappt. Einfach immer weiter probieren und nicht aufgeben. Und dann wird das schon. So, jetzt kommen noch die letzten paar Handgriffe, das letzte Feintuning, und dann ist eure Flamme auch fertig. Ich zeige euch gleich mal ein Bild mit Firnis, wie das Ganze dann gleich eine andere Wirkung hat. Und also die Schminkefarben sind auch wirklich tipptopp. Also ich finde das Ergebnis richtig geil. Ich hoffe, das hilft euch, und ich bin dann für heute auch mal raus. Und wir sehen uns dann beim zweiten Teil mit dem Flammen-Tutorial. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne wieder ein Abo da, liken und am besten noch die Glocke drücken. Dann habe ich am meisten auch was davon. Da könnt ihr mir wieder was zurückgeben. Das ist doch was Feines und bringt auch keinen um. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall mal, wie man so ein Anfängerfeuer macht. Ich hoffe, ihr habt noch viel Erfolg damit, und ich wünsche euch da sehr viel Spaß dabei.
Und dann hoffen wir mal, dass das neue Jahr etwas geiler wird und wir sehen uns spätestens beim zweiten Tutorial mit dem größeren Feuer. In dem Fall reingehauen und auf Wiederschauen.